Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, wie ihr es wahrscheinlich schon im Thumbnail, also im Vorschaubild gesehen habt und oder in der Videobeschreibung, wir gucken uns heute mal den neuen Ice River KS0 Ultra an, also quasi der Nachfolger vom KS0 Pro. Ja, wir sind eigentlich mehr oder minder durch Zufall drauf gestoßen, weil aktuell der Kaspar-Kurs ja wieder richtig gut aussieht. Den gucken wir uns aber auch gleich nochmal an. Von daher, ja, das ist das Teil aktuell bei iceriver.io, also direkt im Online-Shop von Ice River, kaufbar für 349 Dollar. Da ist natürlich kein Power Supply, also kein Netzteil dabei, kostet mal zusätzlich 20. Ja, aber eins da kann natürlich auch das bestehende nutzen. Ja, was ist neu an dem Gerät? Ihr seht es hier schon. Das heißt, wir haben eine Leistung von 400 GHz. Das heißt, wir haben eine doppelte Leistung gegenüber vom KS0 Pro. Das heißt, der Miner ist sozusagen doppelt so schnell und für 349 Dollar eigentlich ein richtig guter Preis. Ja, kommt natürlich noch ein bisschen was dazu an Versand und Einfuhrumsatzsteuer. Aber jeder, der sich schon mal einen Miner bestellt hat, weiß letztendlich auch, wovon ich rede. Ja, das ist quasi neu. 400 Gigahash. Das heißt, wir sind doppelt so schnell unterwegs wie mit dem KS0 Pro bei genau der gleichen Stromverbrauch, also beziehungsweise beim gleichen Stromverbrauch. Ich habe erst gedacht, okay, hier haben sie vielleicht ein bisschen mit Overclocking gearbeitet, aber scheinbar nicht, weil beim Overclocking steigt auch der Stromverbrauch. Hier sind eventuell neue ASICs eingesetzt worden, die ein bisschen mehr Leistung haben beim gleichen Stromverbrauch. Von daher seht ihr hier 400 GHz bei 100 Watt. Ich bin mir relativ sicher, dass es auch Overclockings geben wird, dass man meinetwegen auf 500, 600 Gigahash mit dem Gerät meinen kann. Also Caspar bzw. Algorithmus Heavy Hash. Werden wir auf jeden Fall sehen, aber es geht Overclocking, es geht halt eben um das Gerät. Ihr seht hier Shipping Date June 15 bis June 30, das heißt aktuell lieferbar. Das heißt im Zeitraum zwischen 15. und 30. Juni wird das ganze Ding verschickt. Limitiert natürlich auf 20 Einheiten pro Account letztendlich, ist ja klar. Genau, das ist, also er sieht genauso aus wie der Ice River KS0 bzw. Ice River KS0 Pro. Da hat sich nicht wirklich viel getan. Hier oben habt ihr nochmal die Möglichkeit, einen USB-Lüfter drauf zu bauen, hatte ich euch in den Videos schon mal gezeigt. Und ansonsten eigentlich alles das gleiche. LAN-Anschluss, wie ihr es halt eben auch normal kennt, USB-Anschluss. Netzteil und das ist eigentlich schon der ganze Zauber, was letztendlich den KS0 Ultra angeht. Ja, nochmal ganz kurz, doppelt so schnell wie der KS0 Pro von der Mining-Geschwindigkeit mit gleichbleibender mit gleichbleibendem Stromverbrauch sozusagen. Ja, ihr könnt den entweder bei iceriver.io bestellen. Die Bezahlmethoden sind klar. Es ist immer meistens so, dass wenn ihr irgendwo euch einen Miner bestellt, ihr dann nur in Kryptowährung bezahlen könnt. Das ist so. Wenn ihr irgendwo einen Shop findet, wo ihr mit PayPal oder Kreditkarte whatever zahlen könnt, zahlt ihr mindestens 100 bis 200 Dollar mehr. Aber ich denke mal, das habt ihr schon mitbekommen. Ja, von daher gehört das halt eben auch mit dazu. Also, der Shop, der offizielle Shop ist iceriver.io, nicht EU oder com oder irgendwas hinten dran. iceriver.io ist die offizielle Seite, wo ihr das Gerät bestellen könnt, wenn ihr halt eben letztendlich Interesse habt. Alternativ den Zweitshop, den wir immer wieder empfehlen. Wir haben mit Nhash gute Erfahrungen gemacht. Wir haben Nhash auch schon 1 bis 2 Jahre und auch schon 4, 5 Miner dort bestellt. Hier kriegt ihr auch den KS0 Ultra für 349 Dollar. Hier gibt es nochmal eine Staffelung. Seht ihr hier, wenn ihr 5 Stück kauft, wird es günstiger. Das einzige Manko, was ich immer sagen muss, dieser Versand, was hier berechnet wird, ist relativ hoch. Ich glaube, wir sind hier bei Nhash bei ungefähr 100 Dollar nochmal ein Versand oben drauf der Seite bei 4,49. Plus halt eben, ihr müsst noch die Einfuhrumsatzsteuer dazu rechnen. Das kommt immer drauf an, wie euer Mana deklariert wird. Ja, und wenn es halt eben richtig deklariert wird, müsst ihr auf die 349 Dollar nochmal 19% Einfuhrumsatzsteuer draufrechnen. Ja, da wisst ihr ungefähr, was bei rumkommt. Also hier ist genau das Gleiche. Auch dieser Miner, der KS0 Ultra, kann halt eben hier bei Nhash bestellt werden, ist halt eben auch in der Uni-Batch mit drin. Das heißt, theoretisch gesehen, wenn ihr euch so ein Teil bestellt, ist das Ding noch diesen Monat da und das ist schon verhältnismäßig schnell. Die Links zu den beiden Shops packe ich euch in die Videobeschreibung unten rein. Guckt es euch an. Wer noch Bock habt, Interesse habt, kauft euch so ein Teil. So richtig profitabel ist es nicht, aber das ist genau das, was wir uns jetzt auch nochmal dazu mit anschauen. Ja,
Wir haben uns das Teil jetzt mal bei MindASIC rausgesucht. Das ist so eine Vergleichsseite, wo ihr gucken könnt, wie viel Profit macht das Teil am Tag etc. Und ihr seht es nochmal, hier wird das nochmal ausgerechnet. Ich habe jetzt mal hier gerechnet mit 27 Cent pro Kilowattstunde. Das ist das, wir bezahlen. Wir machen mal 28, wir müssen ja Dollar Euro umrechnen. Das heißt, ihr seht hier, Kaspar Helwig ist klar. Das heißt, wir machen nach Abzug Strom 1 Euro oder 1,37 $ am Tag. Das heißt, der Return on Invest liegt bei 10,9 Monaten. Dadurch, dass wir auch viele in unseren Zuschauerbereich haben, die eine PV-Anlage haben, Balkonkraftwerk reicht bei 100 Watt ja natürlich auch mittlerweile schon aus. So wird es mal davon ausgehen, wir haben keine Stromkosten. Da liegen wir aktuell bei 2,05 $ Profit am Tag. Das heißt Payback Time Return on Invest bei 7,3 Monaten, was verhältnismäßig eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, sage ich jetzt mal. Warum immer die zweite Seite aufgeht, keine Ahnung, was das hier ist. Ja, seht ihr nochmal, ohne Strom bzw. 1 Cent sind wir bei 2,05 $. Stromkosten, hier haben wir jetzt 2 Cent, ich nehme es mal weg. Ohne Stromkosten 2,05 $ am Tag, auf dem Monat 61,40 $. Aufs Jahr gesehen 747 und je nachdem müsst ihr halt eben gucken, was ihr an Strom bezahlt. Stellt es euch ein und ihr müsst halt eben selber entscheiden, gucken, ob es macht, ob es nicht macht, etc. Bei 27 Cent ist das, was wir hier bei uns aktuell bezahlen an Strom. Seht ihr, hier haben wir immer noch einen Profit am Tag von 1,40 $. Setzt natürlich voraus, dass der Schwierigkeitsgrad nicht extrem weiter in der Höhe steigt und auch der Kurs stabil bleibt. Ihr kennt das Spiel, wir gucken uns das auch gleich nochmal an. Ihr seht das auch nochmal, 400 GHz Power, 100 Watt. Ihr seht das auch nochmal, die ganzen Informationen. Aber das ist auch eine Seite, die für jeden zugänglich ist. Könnt ihr euch anschauen. Von daher, ja. Dies dazu. Und ich würde ganz einfach mal sagen, wir gucken mal in den Schwierigkeitsgrad rein. Und danach auch nochmal in den Preis. Ja, wir haben, kriegen halt Stopp, Schwierigkeitsgrad, genau. Wir haben immer wieder die Anfrage da, ja, was bedeutet denn jetzt dieser Schwierigkeitsgrad? Die Zahl, die da oben steht, das ist jetzt quasi von 2Miners, also ist ein Mining Pool, wo man Caspar minen kann. Und hier ist es halt eben so, ihr seht den Schwierigkeitsgrad und ihr seht halt eben auch, wie signifikant dieser gestiegen ist. Man muss sich das so vorstellen und ich versuche das jetzt wirklich mal extrem, aber wirklich extrem einfach zu erklären. Das heißt, desto mehr Miner an den Start gehen, desto höher steigt der Schwierigkeitsgrad. Das heißt, wir sind hier bei 311,95 Petahash. Und desto schwieriger wird es auch, desto weniger Rewards bekommt. Ich mache mal ein relativ einfaches Beispiel auf. Du hast zum Beispiel 10 Gegenstände und hast 10 Personen, die den Gegenstand haben wollen. Ein Share sozusagen. Das heißt, jeder von den 10 Leuten kriegt den gleichen Share, den gleichen Anteil sozusagen. Jetzt hast du aber 11 Leute da und du hast immer noch 10, weil die 10 ist quasi die Blockbelohnung, die es gibt. Ja, und dann das heißt, jeder kriegt nicht mehr 1, sondern jeder hat nur noch 0,8 oder 0,9 Anteil. So ungefähr müsst ihr euch vorstellen. Ich weiß sonst nicht, wie ich es euch anders erklären soll. Relativ einfach gesagt. Desto höher der Schwierigkeitsgrad ist, desto weniger Rewards bekommt man, weil es halt eben auch schwieriger wird, einen Block zu finden. Das heißt nicht, ihr selber findet den Block, wenn ihr nicht im Solo-Mining unterwegs seid, sondern der Pool bekommt den Block und die Rewards aus dem Block werden auf alle aufgeteilt mit einem Share, die halt eben den Block mit gemeint haben insgesamt. Ja, falls euch noch was einfällt, wie man den Schwierigkeitsgrad ein bisschen besser erklären kann, lasst einfach einen Kommentar dazu da. Ich denke, der eine oder andere hat da schon irgendwie noch eine Idee, sage ich jetzt mal. Ja, last but not least, der Kurs aktuell, deswegen gibt es eigentlich das Video, weil wir quasi in unseren Watchlisten Caspar haben und auch dementsprechend meinen aktuell. Ich habe Notification bekommen, also wir kriegen immer eine Notification, wenn zum Beispiel irgendein Kurs 10% steigt oder sinkt, dann kriegen wir eine E-Mail, hier guckt mal, das stimmt oder beziehungsweise ist was passiert. Und, hier, wenn ihr euch das mal seht, hier ab 2.6. ist der Caspar-Kurs gestiegen. Das bedeutet, wir sehen hier eine Steigerung in den letzten 7 Tagen von ein bisschen mehr als oder knapp 33%. Selbst auf einen Monat gesehen ist das sichtbar. Ihr habt ja gesehen, wir haben in letzter Zeit so zwischen 10 und 12 Cent rumgetümpelt, sozusagen mit Caspar.
Und ihr seht jetzt hier wieder dieser Anstieg. Und wenn man es jetzt mal aufs Jahr sieht, ihr seht hier so eine schöne Wellenform drin. Das heißt, es wird so linear gesehen, geht es halt eben auch bergauf. Und wenn man mal sieht, was für einen Weg Caspar eigentlich hingelegt hat, von wo wir kommen, wenn wir zum Beispiel mal jetzt hier 25.06.2022 annehmen, wurde Caspar noch 0,00036335 gekostet hat. Das heißt, wenn man jetzt mal sieht, dass das für eine Entwicklung ist von insgesamt 98.141%. Ja, da sage ich immer, ja, wenn man das gewusst hätte, dann hätte man sich damals für 1000 Euro Caspar geholt. Da wäre man jetzt Millionär, ja, so ungefähr. So ist es im Crypto-Game auch. Aber man weiß es letztendlich nicht. Ja, und jeder muss halt eben auch selber gucken, was er tut. Bitte do your own research. Ja, informiert euch bitte selbst, bevor ihr noch irgendwo in irgendwas investiert. Auch bei den Minern, ich kann es immer nur halt eben sagen. Ja, genau. Wir haben uns den KS0 Ultra angeschaut. Seht ihr hier $349 plus Versand plus Einfuhrumsatzsteuer. Sollte ich bekannt sein, kriegt bei iceriver.io plus N-Hash. Was halt eben wichtig ist, rechnet sie nochmal durch bei MindTheASIC, ob es sich für euch lohnt oder ob es sich für euch letztendlich nicht lohnt. Stromkosten müsst ihr immer mit einkalkulieren. Für alle, die eine PV-Anlage haben, das sind 800 Watt ein Witz. Ja, das sind 2,4 Kilowattstunden am Tag. Ich denke, das fällt bei den meisten PV-Anlagenbesitzern ab. Ansonsten der Profit ist immer so ein bisschen so eine Gemischkalkulation quasi zwischen den Kurs. Was macht der? Weil ich glaube, ich habe es hier irgendwo gesehen, was der aktuell an Caspar am Tag macht. Ich muss mal gucken. Bup, bup, bup. Genau, ihr seht es hier. Das heißt, der 24-Stunden-Output sind 11,3979 Caspar. Das ist halt eben das, was quasi am Tag abfällt. Also sagen wir mal 11 Caspar. Und wenn jetzt quasi morgen der Caspar auf 5 Euro steigt, jetzt mal übertrieben gesagt, das heißt, wir gehen jetzt hier auf 5 Euro, dann hättet ihr, wir nehmen einfach mal 50 Cent, dann hättet ihr für die 11 Caspar, würdet ihr halt eben 5 Euro am Tag bekommen. Aber ich muss es immer wieder sagen, das ist sehr unwahrscheinlich, dass das eintreten wird. Das kann natürlich passieren. Und das nächste Ding, was ich eben schon gesagt habe, desto mehr Leute mitmachen im Netzwerk, ihr seht es hier im Schwierigkeitsgrad, desto mehr Miner verkauft werden, desto mehr Miner ins Netz gehen, desto höher steigt der Schwierigkeitsgrad. Das heißt, desto schwieriger wird es halt eben auch einen Block bzw. einen Share zu bekommen und desto weniger Rewards bekommt man auch. Ja. KS0 hat ja mal oder KS0 Pro hat ja mal irgendwie mit 1000 Euro im Monat angefangen. Also das hat sich mal richtig gut gelohnt. Ja, Leute, das soll es von mir aus mal gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Falls sich jemand von euch so ein KS0 Pro bestellt, sagt mal Bescheid, beziehungsweise KS0 Ultra. Sorry. Ja, uns würde die Story dahinter natürlich auch mal interessieren. Das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis die Tage. Bis später. Ciao.